Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie man das Inside Performance Active Sound System bei einem BMW X6 oder beim BMW X5, die in Bezug auf den Einbau baugleich sind, ganz einfach einbauen kann oder natürlich auch von jeder beliebigen Werkstatt montieren lassen kann. Das Inside Performance Active Sound System dient dazu, bei Dieselfahrzeugen, die nicht selber in der Lage sind, einen gescheiten Klang zu produzieren, oder bei Benzinerfahrzeugen mit leisen Motoren oder ohne Sportauspuffanlage einen perfekten Auspuffklang zu generieren. Den Sound können Sie sich über unsere kostenlose Inside Performance App selbst zusammen konfigurieren. Sie können sich mehrere Klangprofile ablegen, diese während der Fahrt dann über die Original-Lenkradtasten abrufen und haben so immer den passenden Sound für die entsprechende Gelegenheit. Das Active Sound System können Sie bei uns im Online-Shop bestellen unter www.insideperformance.de und dem Menüpunkt Active Sound. Sehr wichtig ist, dass dieses Tutorial, dieses YouTube-Video nur eine grobe Richtlinie darstellt. Wichtig ist, dass Sie vor der Montage bei uns auf der Internetseite noch die fahrzeugspezifische Einbauanleitung herunterladen und den Einbau anhand der Einbauanleitung des Dokumentes durchführen, weil es immer noch Änderungen geben kann, die über die Zeit eingebaut und eingepflegt werden, und deshalb ist es wichtig, immer das neueste Dokument, die neueste Einbauanleitung zu benutzen, und in den Dokumenten sind auch noch wesentlich mehr Details beschrieben und fahrzeugspezifische Details beschrieben. Das Video hier, wie gesagt, soll nur als grobe Richtlinie dienen und zur Visualisierung der Einbauschritte. Wir machen jetzt zu Beginn erstmal einen kleinen Zeitsprung, um uns das fertige Ergebnis nach der Montage schon einmal anzuhören im Vergleich Original-Sound und Sound mit dem Inside Performance Active Sound System. Bis gleich. Dies ist der X6 mit aktiviertem Active Sound System. Und dies ist der Original-Sound des Fahrzeuges. So, kommen wir nun zum Einbau des Active Sound Systems. Das System besteht aus diesen Komponenten. Das ist einmal der Aktuator oder Soundbooster. Das ist die Einheit, die den Klang letztendlich erzeugen wird. Einige Steuergeräte, ein Montageflansch, mit dem der Aktuator nachher wasserdicht im Fahrzeug verklebt wird, Kabelbaum und Sicherungsdiebe. Viele haben immer Angst vor dem elektrischen Anschluss. Der elektrische Anschluss ist aber eigentlich das einfachste von der ganzen Montage, denn letzten Endes sind nur 4 Kabel anzuschließen. Das ist einmal das Pluskabel, das stromführende Kabel, was an das Zündungsplus dran muss, dann das Massekabel und dann nur noch 2 Kabel, die an den Datenbus angeschlossen werden, was aber bei uns in der Anleitung ganz genau beschrieben ist. Alle anderen Stecker werden intern mit den eigenen Systemen verbunden, zum Beispiel dieser Stecker, der an den Klangerzeuger angesteckt wird. Dann haben wir hier unseren Hauptkabelbaum. Die Stecker passen jeweils auch immer nur an einer Stelle und in eine Richtung, sodass man hier alle Steuergeräte miteinander verbinden kann. Und das war es dann letzten Endes schon. Bei den BMW X5 und X6 Modellen findet man hier rechts im Seitenbereich den Sicherungskasten, sodass man hier problemlos das Zündungsplus finden kann. Dazu ist an der Seite des Sicherungskastens immer ein Sicherungsbelegungsplan enthalten. Hier sucht man sich einfach die Sicherung für den Zigarettenanzünder raus. Der hat in der Regel immer nur Zündungsplus. Wichtig ist, dass das System nie an Dauerplus, sondern immer an Zündungsplus angeschlossen wird. Hier sind dann mehrere Nummern gelistet. Es sind nicht zwingend alle mit einer Sicherung belegt. Wir suchen einfach einen Steckplatz, wo eine Sicherung drin ist. Das kann eine kleine Sicherung oder eine große Sicherung sein. Für beide Fälle haben wir 2 Sicherungsdiebe, einen kleinen und einen großen in unserem Set enthalten. Es wird jeweils immer nur einer benötigt, abhängig davon, ob eben der Zigarettenanzünder eine große oder kleine Sicherung hat, und mit dem Sicherungsdieb wird dann letztendlich das Plus genommen und auch der Zigarettenanzünder hat weiterhin seinen Strom. Hier hinten an der Bordwand in der Ecke finden wir dann noch diverse Masseösen, wo wir den Masseanschluss von unserem Kabelbaum anschließen können.
Und die Datenbuskabel beim BMW X6 oder X5 sind bei den älteren Modellen entweder auch hier an der Seite an den Steuergeräten zu finden oder am Unterboden. Und bei den neuen BMW X5, X6 Modellen unter der Rücksitzbank, die sich aber sehr einfach herausklipsen lässt. Die genauen Anschlüsse und wie die Anschlüsse durchgeführt werden, sehen wir noch weiter später im Video. Wichtig ist noch die Montage des eigentlichen Systems, also sprich des Aktuators, erfolgt nicht, wie viele denken, im Außenbereich des Fahrzeuges, sondern erfolgt im Kofferraum und nur durch ein Loch, durch einen Klangkanal gelangt der Klang dann letzten Endes nach außen. Das hat keine Nachteile, sondern eher Vorteile. Die Montage ist wesentlich einfacher. Das System ist dadurch nicht verkehrsrelevant, weil es komplett im Innenraum verbaut ist. Und da die Frequenzen alle unterhalb von 60 bis 80 Hertz liegen, kann das menschliche Gehör den Ursprung des Klangs so oder so nicht orten. Das heißt, der Klang wird sich 100% realistisch anhören und auch so, als ob er direkt aus dem Auspuff kommt. Bei den neuen X5 und X6 Modellen ist der große Vorteil, dass im Unterboden dafür sogar schon Löcher oder ein Loch vorhanden ist. Das ist natürlich nicht dafür gedacht, aber wir können es dafür wunderbar benutzen. Bei den älteren X5, X6 Modellen müssen zusätzlich Löcher nach unten gebohrt werden. Bei den aktuellen 3er und 4er Modellen sind auch schon Löcher im Unterboden vorhanden. Lediglich bei der E90 Baureihe werden noch Löcher gebohrt, da ist aber die untere Wanne aus Kunststoff, das heißt das Bohren ist da kein Problem. Bei den 6er Modellen, BMW 6er, müsste auch ein Loch nach unten gebohrt werden. Und bei den anderen X-Modellen, also X1, X3 und X4, muss man individuell schauen, da der Platz auch recht knapp sein kann. Aber Platzproblematiken haben wir prinzipiell beim X5, X6 nie. Da ist es sogar möglich, 2 Systeme gleichzeitig zu verbauen, wenn man möchte. So, bei der Installation sollten wir auf jeden Fall mit dem elektrischen Anschluss beginnen, sodass wir das ganze System erst einmal dann testen können, auf die Funktion prüfen können, bevor es nachher final verklebt und fest eingebaut wird. Dazu beginnen wir am Anfang und entfernen alle Verkleidungen, die für die Montage wichtig sind bzw. die entfernt werden müssen. Das ist zum einen das Seitenteil, wo wie erwähnt nachher die Sicherung angeschlossen wird und der Strom genommen wird. Und alles andere befindet sich unterm Unterboden. Hier wird zuerst die große Kunststoffabdeckung, die bei allen X5, X6 Modellen gleich ist, demontiert. Dazu haben wir hier diese Schrauben. Die können je nach Modell auch unterschiedlich sein, 2 noch hier unten. Und nachdem wir das Teil dann rausgenommen haben, entfernen wir auch den Filzfußboden. Der ist hier seitlich nur mit diesen Kunststoffnieten befestigt auf beiden Seiten. So, die Schrauben sind entfernt. Jetzt können wir zuerst das Plastikteil mit dem Werkzeug entnehmen und sehen darunter die Batterie. Und können dann auch den großen Filzteppicheinsatz einfach komplett herausnehmen. Hier sehen wir nun direkt die Bodenwanne. Hier sehen wir auch schon das Loch oder den Gummifropfen, der bei den neuen X5, X6 Modellen ab Werk vorhanden ist, wo wir nachher das System wasserdicht drauf verkleben können mit Klangkanal nach außen. Bei den älteren X5, X6 Modellen muss wie gesagt dieses Loch gegebenenfalls auch an einer anderen Position noch gebohrt werden. Damit haben wir im Kofferraum alles freigelegt. Jetzt kommen wir noch zum Anschluss der Buskabel. Bei den älteren X5, X6 Kabeln X5, X6 Modellen kann das wie gesagt auch im Kofferraum erfolgen. Bei den neueren Modellen liegt der Datenbus nur bis unter der Rücksitzbank. Das heißt, hierzu muss einfach die Rücksitzbank entfernt werden. Diese klipsen wir jetzt heraus. Die Rücksitzbank zu entfernen bzw. die Sitzfläche zu entfernen hört sich komplizierter an, wie es ist. Man muss die Rücksitzbank nur fest anfassen vorne, dann einmal kräftig nach oben ziehen, dann klingt sich die Rücksitzbank bereits aus und dann kann man sie komplett am Stück vorsichtig herausnehmen. Nun öffnen wir den mitgelieferten Kabelbaum und suchen das lange Kabel, das Buskabel heraus. Das sind die 2 schwarzen Kabel, einmal mit gelber und einmal mit weißer Linie, die miteinander verdreht sind. An dem Kabelbaum befindet sich eine kleine Plastiktüte mit einem kleinen Stecker. Diesen nicht verlieren, den werden wir gleich noch brauchen. Und den restlichen Kabelbaum mit dem Stecker, den fädeln wir nun vom Kofferraum aus an der Seitenwand vorbei nach hinten zur Rücksitzbank. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Öffnungen. Dazu auch die Rücksitzlehnen am besten umlegen und dann nach vorne durchschieben.
So, das Kabel haben wir aus dem Kofferraum nach vorne gefädelt. Jetzt ist es hier wichtig, den BMW Datenbus, den Powertrain CAN-Bus zu finden. Das ist relativ einfach. Bei den X5, X6 Modellen befindet sich irgendwo unter der Rücksitzbank das Spritpumpen-Steuergerät. Bei dem Modell ist das hier an der Seite versteckt. Man kann natürlich auch die ganze Kunststoffverkleidung rausnehmen, dann hat man es ein bisschen einfacher beim Arbeiten und beim Suchen. Mit ein bisschen Fummelei bekommt man es allerdings auch so hin. Das Gerät ist hier in der Öffnung eingebaut, mit 2 Schrauben befestigt, die habe ich schon mal gelöst. Dann kann man das Steuergerät vorsichtig zurückziehen und am Steuergerät sind dann 2 Stecker dran. Vorsichtig ziehen, die Kabel sind nicht sonderlich lang und dann mit ein bisschen Fingerspitzengefühl die Sicherung von dem einen Stecker herunterdrücken und lösen. Wir brauchen nicht das Steuergerät, sondern wir brauchen den einen der 2 Stecker. Da ist ein kleinerer Stecker dran mit dickeren Kabeln. Wir brauchen aber den größeren Stecker, der sieht in der Regel so aus, kann aber auch ein bisschen abweichen. Ein weißer Stecker. Und hier haben wir die Kabel, die wir suchen. Man kann auch an jede andere Position im Fahrzeug an diesen Kabelstrang anschließen. Das ist nicht wichtig, dass es das Spritpumpensteuergerät ist. Ganz egal, wo man diesen Kabelstrang im Fahrzeug findet, und den gibt es nur einmal und auch in dieser Farbkombination nur einmal. Hier kann man sehen, es ist immer ein rotes Kabel verdreht mit einem blauen Kabel und auf dem blauen Kabel ist nochmal ein roter Strich zu sehen. Und wenn man dieses Kabel irgendwo im Fahrzeug findet, sei es auch trotzdem im Kofferraum oder irgendwo anders, dann ist dies das richtige Kabel. Man folgt dem Kabel einfach bis zum nächsten Steuergerät und dort können wir dann mit unseren Steckern direkt an den Kabelstrang anschließen. Sollte man überhaupt kein Steuergerät finden, sondern nur diese 2 verdrehten Kabel irgendwo in einem größeren Kabelstrang, kann man notfalls auch an die Kabel direkt anlöten. Damit das Ganze aber perfekt rückrüstbar ist und keine BMW-Systeme beeinflusst werden oder nichts gelötet und geschnitten werden muss, empfehlen wir aber, wie gesagt, am nächstmöglichen Steuergerät das Ganze dann einzupinnen. So, hier sehen wir dann den Stecker. Die BMW-Stecker haben immer eine sogenannte Pin-Sicherung. Das sind immer ein paar Bügel auf der einen und auf der anderen Seite. Die kann man hier mit einem Schraubenzieher vorsichtig lösen und aufklappen. Haben wir hier den auf der einen Seite, dann hier auf der anderen Seite. Muss man mal ein bisschen vorsichtig drehen und hebeln. Dann öffnet er sich. Jetzt haben wir beide Seiten geöffnet. Und jetzt ist es wichtig, nicht beide Pins zu entfernen, sodass man dann später nicht mehr weiß, wo man stehen geblieben ist, sondern einen nach dem anderen. Und hier beginnen wir mit dem blauen Kabel. Da sehen wir hier vorne an der Seite immer ein kleines Fenster, wo der aktuelle Pin zu sehen ist. Und da ist eine kleine Feder, die man herunterdrücken kann. Ich nehme dazu einen extrem feinen Torx-Schraubendreher. Man kann aber auch eine ganz herkömmliche Büroklammer nehmen. Mit dem drückt man die Feder runter mit der einen Hand. Mit der anderen Hand zieht man vorsichtig den Pin nach hinten raus. Oft geht das erstmal nur ein kleines Stück, weil der Pin verhakt sich dann gern nochmal hier in dieser Zwischenmulde, wo der Sicherungsbügel eingeklipst war. Da muss man dort auch nochmal mit der Büroklammer oder mit dem Werkzeug den Pin nach unten drücken. Und dann kann man das Kabel komplett entfernen. Wie wir sehen, ist an dem Original BMW-Kabel auch der gleiche Stecker dran, wie er sich bei uns am Kabelbaum befindet. Wichtig ist, und das zählt nur für die neuen BMW X5, X6 Modelle, dort wird das schwarze Kabel mit dem gelben Strich gegen das ersetzt, wo vorher das blaue Kabel drin war. Bei allen anderen BMW-Modellen ist es genau umgekehrt. Bei allen anderen BMW-Modellen wird das mit dem weißen Strich an den blauen eingepinnt. Nur bei den neuen F15, F16 BMW X5 und X6 Modellen, dort ist es so. Warum das BMW gemacht hat, ist nicht nachvollziehbar. Aber nur bei den Modellen wird diese Kombination gegeneinander ausgetauscht. Und jetzt schieben wir genau in die Mulde, wo wir eben das Kabel entfernt haben, schieben wir unseren Pin hinein und auch so weit, dass wir deutlich hören, dass er vorne eingerastet ist. Und erst jetzt, wenn der wirklich drin ist, um ein Vertauschen zu vermeiden, erst dann gehen wir zur anderen Seite, ziehen dann hier den roten Pin heraus, den wir hier wieder die Feder eindrücken. Herausziehen, sie hakt sich wieder hier eine kleine Mulde nochmal gegen. Drücken wir da auch nochmal, ziehen den heraus und nun kommt da von uns das schwarze Kabel mit der weißen Linie an diese Position herein. Immer gucken, dass auch die Feder und der Pin in die richtige Richtung geht. Die Feder muss immer zur Außenseite
gerichtet sein, dort wo sie dann hier auch in den Fensterchen einhaken kann. Wieder so weit einschieben, bis wir deutlich ein Klicken hören, bis wir auch sehen, dass es genauso weit wie die anderen Pins eingehakt ist. Und dann kann man auch schon wieder die Sicherungsbügel rechts und links fest zusammendrücken, sodass der Stecker letzten Endes wieder gesichert ist. So, nun kommt von uns der kleine Stecker zum Zuge, den wir vorhin vom Kabelbaum entfernt haben. Den holen wir aus der Tüte heraus. Und auch hier passen jetzt wieder die Pins entsprechend hinein. Jetzt müssen wir gucken mit dem Stecker, den wir hier bei uns am Kabelbaum haben. Da schieben wir den schon mal vorsichtig ein bisschen rein, nicht komplett einrasten, nur dass man sieht, wie die Belegung gegenüber ist. Und hier müssen wir jetzt auch wieder schauen, dass wir genau an dem Steckplatz, in dem kleinen Steckerchen, wo gegenüber eben die schwarzen Kabel mit der gelben Litze reingehen, dass wir dort den blauen Pin hineinschieben. Aufpassen, es gibt 3 Steckplätze. Der mittlere bleibt nicht belegt, es geht nur um den rechten und den linken. Und genau gegenüber vom weißen Kabel, also mit der weißen Markierung, dort kommt vom BMW-Seite das rote Kabel hinein. Ganz weit reinschieben, dann nochmal herausziehen, gucken, dass es richtig fest drin ist und jetzt erst auch bei dem Stecker den kleinen Sicherungsbügel feste einhaken, dass das richtig fest zusammengedrückt ist. Und jetzt können wir die Stecker fest miteinander verbinden und komplett reinstecken und haben dadurch quasi wie eine Art Y-Stück gebaut, sodass der Datenbus, der BMW-Datenbus wieder geschlossen ist und wir mit unseren Kabeln wie mit einem Y-Stück dazwischen hängen. Jetzt kann der ganze Stecker wieder in das BMW-Steuergerät eingefädelt werden. Gucken, dass er wirklich richtig fest eingehakt ist und das Steuergerät dann wieder an seine ursprüngliche Montageposition gebracht werden und dort dann wieder festgeschraubt werden. Sollten Sie bei Ihrem Fahrzeug das Steuergerät einmal nicht unter der Rücksitzbank finden, das ist vereinzelt speziell bei den älteren Modellen E70 und E71 gegebenenfalls der Fall. So sitzt das Steuergerät dann oft im Kofferraum, zum Beispiel unter der seitlichen silbernen Strebe oder im rechten Bereich, wo das Ablagefach ist. Wenn Sie dieses entfernen und darunter schauen oder in der rechten Seitenwand schauen, dort wo die anderen Steuergeräte verbaut sind, dort läuft dann in der Regel das Buskabel irgendwo zu einem anderen Steuergerät. So, mit dem Anschluss des Buskabels haben wir eigentlich schon den kompliziertesten Teil der elektrischen Installation durchgeführt. Jetzt müssen wir lediglich noch Masse und Strom anklemmen. Dazu nehmen wir zuerst von unserem Kabelbaum die Masseöse, das schwarze Kabel mit der Öse dran. Natürlich müssen wir es vom Kabelbaum dementsprechend hinten durchführen, dass wir später auch die Verkleidung noch montieren können, also unter dem Steg hindurch. Und suchen im Fahrzeug jetzt einen Massepunkt. Das sind im Fahrzeug immer die Punkte, wo mehrere der braunen Kabel zusammengeführt werden und direkt mit der Karosserie verschraubt sind. Da finden wir hier oben einen großen Massepunkt. Da lösen wir dann dementsprechend die Schraube und schrauben direkt an diesen Massepunkt unsere Masseöse von unserem Kabelbaum mit dran. Wichtig ist da wirklich zu schauen, dass die Masseöse einen guten Kontakt hat, dass keine Farbe und keine Dichtung oder ähnliches dazwischen sind, sodass hier ein guter Massefluss gewährleistet ist. Gut wieder festziehen. Und jetzt können wir mit dem Stromanschluss fortfahren. Der passiert, wie gesagt, an der Sicherung vom Zigarettenanzünder. Dazu nehmen wir den Belegungsplan erneut heraus, suchen das Symbol für den Zigarettenanzünder oder für den Stromanschluss. Da gibt es mehrere im Fahrzeug. Wir sehen auch hier hinten schon einen. Wichtig ist, wie gesagt, nicht an Dauerplus anschließen, sondern unbedingt an Zündungsplus. Hier sehen wir jetzt mehrere Belegungen, die möglich sein können. Auf der Rückseite ist der Plan, welche Nummer welche Sicherung hat, und hier schauen wir jetzt erstmal, welche wirklich belegt ist. So, in unserem Fall konnten wir die Sicherung Nummer 143 identifizieren. Das kann aber, wie gesagt, bei jedem Modell je nach Ausstattung unterschiedlich sein. Der Belegungsplan zeigt, dass die 143 in der oberen Reihe ganz rechts zu finden ist. Das wäre hier oben diese 10 Ampere Sicherung. Am Sicherungskasten nehmen wir dann einfach den Sicherungszieher heraus, gehen an die 10 Ampere Sicherung, merken uns den Platz, ziehen diese heraus. Und da das in unserem Fall jetzt eine kleine Sicherung ist, es kann aber an anderen Modellen auch eine große sein, nehmen wir dann von uns aus dem
Zubehörset die kleinere Sicherung raus, die von der Größe her eben dementsprechend passt. Nehmen den Sicherungstyp aus der Packung. Und in der Packung selber befindet sich von uns auch noch eine zweite Sicherung, und wichtig ist, dass in dem Sicherungstyp beide Plätze nun belegt werden müssen. Das heißt, es wird einmal die Originalsicherung eingesteckt, die wir eben entfernt haben, und zusätzlich auch die Sicherung, die wir mitgeliefert haben. Der Sicherungstyp mit den eingesteckten Sicherungen wird nun mit dem Kabelbaum verbunden. Am Kabelbaum befindet sich ein rotes Kabel mit offenem Ende. Dieses wird in die Quetschverbindung fest hineingesteckt und dann mit Hilfe einer Zange zusammengequetscht, sodass sich die Verbindung nicht lösen kann und auch eine zugfeste Verbindung besteht. Nun nehmen wir diesen Sicherungstyp und stecken ihn genau in den Steckplatz, in dem wir vorher die Sicherung entfernt haben. So, hier sehen wir nun, wie die Anschlüsse letztendlich final zusammengeklemmt sind, auch mit Kabelbinder sauber verlegt sind und hier unten durchgeführt sind, sodass wir die Verkleidung hier prinzipiell schon wieder schließen können. Bevor wir alle anderen Verkleidungen schließen, stecken wir nun das System erstmal vollständig zusammen und führen einen Funktionstest durch. Dazu den Kabelbaum wie folgt verbinden. Wie gesagt, passen die Kabel so oder so nur in eine Richtung, sodass wir hier unsere Steuergeräte am System dran haben. Und am Kabelbaum sind jetzt nur noch diese zwei Stecker übrig. Hier wird der Aktuator, also der Soundbooster, angeschlossen, der den Klang letztendlich erzeugt. Es sind zwei Stecker deswegen vorhanden, weil man das System eben auch mit zwei Soundboostern verbauen kann, wenn der Platz im Fahrzeug das entsprechend hergibt. Es ist deshalb auch jetzt momentan vollkommen egal, welchen dieser zwei Stecker wir an den einen Soundbooster anschließen. Auch hier darauf achten, dass das System fest eingeklickt ist. Und ja, bevor wir nun die ganze Verkleidung schließen, werden wir jetzt erstmal einen Funktionstest durchführen, um zu schauen, ob das System wirklich korrekt arbeitet. So, nun starten wir das Fahrzeug, um zu schauen, ob das System korrekt arbeitet. Wir sehen, das System läuft auch absolut synchron mit den Fahrzeugdrehzahlen, ohne jede Verzögerung. Durch einen längeren Druck auf die Tempomat-Taste können wir das System zum Test auch deaktivieren. Wir hören dann wieder den Originalsound des BMW Diesel. Sollten beim Funktionstest irgendwelche Fehler auftauchen, also sollten im Kombi-Instrument diverse Fehlermeldungen aufleuchten, dass irgendwelche Systeme ausgefallen sind und so weiter und so fort, dann schließen diese Fehlermeldungen immer eindeutig darauf, dass beim Anschluss der Buskabel hier, wie gesagt, unter der Rücksitzbank irgendwelche Fehler gemacht wurden. In der Regel wurden dann Kabel verdreht oder falsch rum wieder eingesteckt. Das ist auch kein größeres Problem. Es gehen auch keine Systeme dabei kaputt, sondern man muss lediglich den Anschluss nochmal in Ruhe überprüfen, schauen, ob alle Stecker fest drin sind und auch richtig rum mit den Kabelfarben verbunden sind. Wenn man diese dann wieder neu und korrekt zusammensteckt, verschwinden sofort alle Fehlermeldungen. Das System sollte sofort arbeiten. Sollte das System trotz nicht vorhandener Fehlermeldungen keine Töne von sich geben, dann in jedem Falle erst einmal unsere App installieren und über die App dann schauen, ob das System überhaupt aktiviert ist und auch die Lautstärke entsprechend hochgedreht ist. Denn nur dann können Sie natürlich auch nur einen Klang hören. Es kann sein, dass ansonsten das System irgendwo versehentlich deaktiviert wurde und deshalb einfach nur keinen Klang von sich gibt. Sollten Sie trotzdem irgendwelche Probleme haben, zögern Sie nicht, uns einfach anzurufen mit einer entsprechenden Problembeschreibung. Am besten ist es, wenn Sie dann sich gerade auch am Fahrzeug befinden und die App, wie gesagt, auch installiert haben, sodass man gemeinsam einige Funktionstests durchführen kann. So, bei den neueren X5, X6 Modellen muss man nur den Gummifropfen, der das Loch im Unterboden verschließt, von unten lösen. Der ist von unten mit 4 Schrauben gegengekontert.
Man braucht dazu nicht zwingend eine Hebebühne, aber natürlich ist es einfacher mit einer Hebebühne, aber dadurch, dass die Fahrzeuge relativ hoch sind, kommt man auch auf der Straße stehend an die Position heran. Und zwar unter dem Hitzeschutzblech, hinter dem Endschalldämpfer relativ weit an der Kante. Ich versuche da mal ein bisschen hineinzuleuchten. Sieht man dort den Flansch mit den 4 Schrauben, der zu entfernen ist. Damit der Klang später besser austreten kann, ist es ohnehin sinnvoll, wenn man das Hitzeschutzblech in dem Bereich direkt unter dem Loch etwas ausschneidet. Das kann man mit einer Blechschere machen oder mit einer Flex oder das Ganze auch ein bisschen entsprechend zurückbiegen. Bei den älteren X5, X6 Modellen ist das Ganze nicht notwendig, da die Löcher ohnehin in den Unterboden neu reingebohrt werden müssen. Und dort kommt man auch direkt über dem Endschalldämpfer raus, sodass man von unten ohnehin nichts machen könnte oder auch an die Bohrstelle nicht besser herankommen kann. Von daher kann man dort einfach von innen vom Kofferraum dann das Loch dementsprechend durchbohren. Bei den älteren X5 und X6 Modellen, also E70 und E71, ist dieses Loch im Unterboden standardmäßig nicht vorhanden. Hier muss ein entsprechendes Loch oder gegebenenfalls 2 Löcher, falls 2 Systeme montiert werden sollen, noch gebohrt werden. Diese bohrt man am besten im vorderen Bereich, wie hier abgebildet. Vorher natürlich unter dem Fahrzeug schauen, dass man an entsprechender Stelle rauskommt, wo keine Streben verlaufen und natürlich auch keine Elektronik vorhanden ist oder keine Leitungen laufen. In der Regel müsste man an dieser Position, wie hier abgebildet, aber direkt über den Schalldämpfer rauskommen. Dort muss dann nur noch das Hitzeschutzblech durchbohrt werden und etwas zur Seite geschoben werden, sodass man dann problemlos den Soundbooster oder die beiden Soundbooster direkt dort analog, wie hier gleich gezeigt, verkleben kann. So, wir haben das Hitzeschutzblech nun etwas eingeschnitten und zurückgebogen, um letztendlich an den Verschluss von dem Loch heranzukommen. Dafür haben wir mit einer Blechschere hier rechts und links das Hitzeschutzblech eingeschnitten, etwas ausgeschnitten, die scharfen Kanten auch umgebogen und dann war dort hier dieser Verschlussdeckel auf den Stehbolzen aufgeschraubt mit ganz normalen 8er Sechskant Muttern. Die haben wir mit Schlüsseln und mit einer Ratsche gelöst und konnten dann ganz einfach diesen Verschlussstopfen hier abschrauben und sehen jetzt schon das komplett durchgehende Loch zu dem Kofferraum-Innenraum, wo wir jetzt das System final verkleben können. So, nachdem wir nun das Loch freigelegt haben, beginnen wir jetzt erstmal mit der Probemontage des Soundboosters auf dem Loch. Dazu schauen wir hier nochmal in den Kofferraum, sehen hier das durchgehende Loch. Und prinzipiell könnten wir jetzt den Booster auch so direkt im Loch verkleben. Wir empfehlen aber dafür, unseren Montageflansch zu nehmen. Einfach, weil man dadurch eine wesentlich bessere Anliegefläche hat und das ganze System viel fester und stabiler verkleben kann. Problem ist, dass der Flansch natürlich ein Universalflansch ist und nicht auf Anhieb hier direkt auf die Aussparung passt. Das heißt, beim Flansch muss hier oben ein schmaler Grat abgenommen werden. Und damit der Soundbooster auf der Seite dann auch schön einsinken kann, wird hier gegenüberliegend nochmal wie ein kleines Fenster ausgeschnitten, damit der Booster dann von der Seite besser bis unten hin einsinken kann. Ich habe dazu hier schon mal einen Flansch vorbereitet. Die Schnitte kann man ganz einfach mit einer handelsüblichen Flex machen, indem man hier an der Schnittkante einmal lang schneidet. Man sieht hier drüben die abgenommene Seite, die hilft, dass der Flansch jetzt schön passend an der Karosseriekontur sitzen kann. Und genau gegenüberliegend hier ein Fenster ausgeschnitten, damit dann der Soundbooster, wenn man ihn in diese Richtung montiert haben will, den schön in das Fenster einsinken lassen kann, sodass der Rohrauslass, das Edelstahlrohr vom Soundbooster, fast unten bis bündig mit am Loch sitzt. Es sollte auch nicht über das Loch rausragen, sondern vor dem Loch quasi sein Ende finden. Bevor wir das Ganze jetzt final verkleben, schneiden wir auch die Kofferraumwanne, das Kunststoffstück, was am Anfang sitzt, einmal zurecht. Normalerweise war das Ganze hier geschlossen. Nicht so viel auf einmal wegschneiden, sondern Stückchen für Stückchen abnehmen und schauen, bis es passt. Man muss das dann einfach mehrfach anhalten. Die Schnitte kann man auch ganz normal mit einer Flex machen und dann einfach mit einem Cuttermesser dementsprechend säubern. Und das Ganze ist jetzt so, dass wir das System wieder einsetzen können, auch nachträglich noch.
sodass der Soundbooster dann schön in dieser kleinen schwarzen Wanne zum Liegen kommt und der Rest dann nachher ja wieder mit dem Filz ausgekleidet wird. Wichtig ist, das Ganze nicht zu knapp zu schneiden oder auch nicht vorher reinzuschneiden und dann das drauf zu kleben, weil damit würde man sonst die ganze Plastikeinlage ja dauerhaft fixieren, wenn das System oben drauf geklebt wird und die Aussparung zu klein wird, und dann gäbe es keine Möglichkeit mehr nachträglich an die Batterie zu kommen. Also das Loch wirklich großzügig machen, sodass man nachher, wenn der Soundbooster fest am Boden verklebt ist, trotzdem diese Plastikeinheit jederzeit noch wieder rausnehmen kann, um an die Batterie oder andere elektronische Bauteile kommen zu können. Zum Verkleben kann man verschiedene Materialien benutzen, zum Beispiel 2-Komponentenkleber. Da wird in 2 unterschiedlichen Kartuschen dann immer in einer Mischdüse Härter und 2-Komponentenkleber gemischt. Der Vorteil davon ist, es ist extrem schnell härtend, innerhalb von teilweise 2 bis 10 Minuten. Nachteil ist, man braucht erstens mal relativ teuer und zum Zweiten braucht man immer auch eine 2-Kartuschen-Mischerpistole. Das Ganze kann man sich aber notfalls auf eBay oder Amazon besorgen, liegt man aber im Schnitt zwischen 40 und 50 Euro und wahrscheinlich wird eine Kartusche dafür auch noch nicht genügen. Die zweite Möglichkeit ist Karosserie- oder Scheibenkleber, den gibt es auch in schwarz, typischer Name, Hersteller ist da Sikaflex, da reicht der 221er, es gibt aber noch stärkere Versionen. Der wird dann ganz normal mit einer Silikonspritzdüse und einer Silikon-Kartuschenpresse verarbeitet. Für den Notfall oder alternativ tut es auch aus dem Baumarkt ganz normales, handelübliches Sanitärsilikon für Innen- und Außenbereich. Wir benutzen in der Regel immer eine Kombination aus dem Härter, einfach weil die Kunden relativ schnell natürlich ihr Fahrzeug wieder fahren wollen, sodass wir mit einigen Punkten das System mit dem 2-Komponentenkleber schon mal fixieren und was schnell aushärtet und die größeren Flächen dann mit Sikaflex großflächig ausspritzen, sodass die Dichtheit gegeben ist und der Flansch auch vollflächig anliegt. So, wir spritzen den Flansch jetzt großflächig aus. Wichtig ist, dass wir erst einmal nur den Soundbooster mit dem Flansch verkleben, aber unten drunter noch keine Verklebung ist, sodass wir, wenn wir die 2 Komponenten gleich verklebt haben, das Ganze rausnehmen können und von unten auch nochmal ausspritzen können. Also wie gesagt, nur den Soundbooster mit dem Flansch verkleben und wie wir jetzt hier sehen, die ganze Fläche großräumig bis oben hin zum Rand hin komplett ausspritzen. Gucken, dass es natürlich nicht nach unten läuft. Und wenn wir das Ganze vollgespritzt haben und falls Sie keinen 2-Komponentenkleber verwendet haben sollten, dann sollte es an dieser Position mindestens 2 bis 3 Stunden erst einmal ohne Bewegung stehen bleiben, weil gerade Silikon oder Sikaflex bis zu 12 oder 24 Stunden brauchen, um wirklich auszuhärten. Daher wirklich mindestens erstmal die 2 Stunden abwarten, damit es zumindest handfest ist und dann auch nur ganz vorsichtig herausnehmen und von der anderen Seite ausspritzen. So, wie gesagt, haben wir alles nun vollflächig verklebt und komplett ausgefüllt, sowohl von der Unterseite als auch von der Oberseite. Wichtig ist, dass wirklich kein Wasser zwischen dem Soundbooster und dem Flansch hindurchdringen kann, um so in den Kofferraum zu gelangen. Sie müssen sich keine Gedanken machen, in den Soundbooster hinein, durch die Öffnung, kann so viel Wasser reinkommen wie will, also Spritzwasser während der Fahrt oder auch unter Bodenwäsche in der Waschanlage. Das Ganze macht dem System absolut nichts aus. Das Ganze sollte nun auch so verklebt sein, dass, wenn das System im Auto verklebt wird und der Flansch aufliegt, das System selber auf seinem eigenen Gewicht ruht und so die Verklebung eigentlich das ganze System nur festhält, aber das Hauptgewicht einfach auf dem Boden aufliegt. Man sollte direkt unter dem System an der Aufliegefläche gegebenenfalls noch ein kleines Schaumstoffstückchen unterlegen, einfach um Vibrationsübertragungen zu vermeiden, wenn das System seine Arbeit macht und den Auspuffklang generiert, dass die Vibrationen einfach keine Nebengeräusche erzeugen. So, wir haben jetzt auch um das Loch großflächig eine entsprechende Wurst mit Sikaflex gemacht, sodass wir nun das System final einkleben können. Wie gesagt, dort wo das System aufliegen wird, gegebenenfalls noch etwas Schaumstoff runterlegen und nun das System vorsichtig genau auf dem Loch positionieren und fixieren und dann auch das nochmal sehr lange austrocknen lassen. In der Regel mindestens 8 Stunden, bevor Sie das Fahrzeug bewegen. Zusätzlich kann man nachträglich noch mit den von uns mitgelieferten Schrauben das System am Boden fixieren.
macht aber nur Sinn, um die Trocknungszeit zu überbrücken. Ansonsten reicht in der Regel auch die Kleberfixierung. Direkt nach der Verklebung von Innenraumseite her sollte man dann auf jeden Fall noch mal kurz unter das Fahrzeug schauen, dass von der Klebemasse nichts heraustropft und gegebenenfalls das Ganze glatt streichen oder einzelne Stellen noch mal auffüllen, sodass auch von unten eine absolut saubere Verklebung gewährleistet ist. So, damit wäre der Einbau eigentlich abgeschlossen. Wir dürfen nicht vergessen, nun den Stecker an den Soundbooster wieder anzustecken. Die Steuergeräte kann man zum Beispiel hier oben verbauen, fixieren. Wir lassen die jetzt kurz für das Video einmal da liegen und montieren die Verkleidung. Auch die Kofferraumwanne lässt sich nun problemlos wieder einsetzen. Und final kommt dann noch die Batterieabdeckung hinten wieder an die gewohnte Stelle, sodass alles seinen Platz hat. Der Stauraum von der Filzablage noch komplett vorhanden ist und selbst das Staufach, wo momentan der Soundbooster liegt, auch noch mindestens zur Hälfte genutzt werden kann. Wenn man nun die Bodenablage wieder schließt, ist das System komplett unsichtbar verbaut. Die Bedienung während der Fahrt kann ganz bequem über die im Fahrzeug bereits vorhandenen Lenkradtasten oder Funktionstasten erfolgen. Die initiale Konfiguration sowie die Konfiguration Ihrer Wunsch-Klangprofile und weitere Einstellungen können Sie ganz bequem über unsere Active Sound App durchführen. Die App können Sie kostenlos auf iPhone-Geräten im Apple App Store herunterladen. Für Android-Geräte können Sie dies im Google Play Store ebenso kostenlos herunterladen. Dazu gehen Sie einfach in die Suche in dem jeweiligen App Store, geben dort Insight Performance ein und finden dann unsere Active Sound App, die Sie einfach kostenlos auf Ihr Gerät installieren. Wenn wir die App starten, haben wir diverse Möglichkeiten in der App, zum Beispiel bis zu 5 Profile zu hinterlegen. Hier sind jetzt 3 hinterlegt. Praktikabel hat sich immer herausgewiesen, ein Profil zum Beispiel auf lautlos zu stellen, eins auf mittlere Lautstärke und eins dann auf volle Lautstärke für einen besonders sportlichen Klang. Man kann in den Einstellungen dann noch einstellen, wie die Profile gewechselt werden sollen, zum Beispiel in der Changing Method über DTC, das ist der Traktionskontrollenknopf. Dann kann man auch während der Fahrt, indem man diesen Knopf zweimal drückt, durch die einzelnen Profile durchwechseln. Eine andere Möglichkeit des Wechselns ist über die Fahrzeugprofile, also Car-Profiles. Das ist jetzt bei dem Fahrzeug nicht verbaut, aber dann hat man hier normal ja noch diesen Fahrzeugprofil-Wechselschalter, um zwischen Eco, Sport und Sport Plus umzuschalten. Und dadurch würde sich dann gleichzeitig auch das Fahrzeugprofil mit umschalten. Oder man kann auch nur über die App die Fahrzeugprofile sich umschalten lassen. Die Fahrzeugprofile selber konfiguriert man dann, indem man das jeweilige Profil aktiviert und über den Knopf dann die Einstellungen für Lautstärke, Geräusche im Stand, Geräusche während der Fahrt und Motorstartbegleitung dementsprechend auswählt. Wir starten jetzt einfach mal den Motor. So hört sich das Fahrzeug original an, und wenn wir jetzt über den DTC-Knopf, wie es jetzt konfiguriert ist, ich schalte hier nochmal die Ansicht um. Wir sind jetzt hier auf Eco. Wenn ich den DTC-Knopf zweimal drücke, springt das System automatisch auf den Komfortmodus und das System wird auch aktiviert mit den Einstellungen, die für den Komfortmodus hinterlegt sind. Und das System arbeitet sofort. Durch nochmaliges, zweimaliges Drücken wechseln wir auf Sport und danach wieder zurück in den Komfortmodus. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten und Funktionen der App sowie die Klangprofile und wie Sie das Fahrzeug im Detail konfigurieren können, werden wir in diesem Video nicht weiter erklären. Dazu gibt es von uns gesonderte Anleitungen und auch ein einzelnes YouTube-Tutorial-Video. Schauen Sie sich dieses auf unserem Kanal an. Die Anleitungen finden Sie im Übrigen auf www.insightperformance.de unter dem Menüpunkt Anleitungen. Dort finden Sie auch das fahrzeugspezifische Manual, also die fahrzeugspezifische Einbauanleitung,
in dem für Ihr Fahrzeug die genauen Einbauschritte nochmals im Detail und auch aktuell erklärt sind. Außerdem finden Sie da, wie gesagt, auch die Konfigurationsanleitungen und die Einstellmöglichkeiten sowie verschiedene Beispiele und von uns vorgeschlagene optimale Konfigurationen, die Sie gerne nutzen können. Wenn Sie dieses Video hilfreich oder informativ fanden, drücken Sie unter dem Video gern den Daumen hoch Button und hinterlassen Sie uns auch gern einen Kommentar. Vielen Dank.